Die russische Marineinfanterie ist einer der ältesten Truppenverbände der russischen Streitkräfte und wurde bereits 1705 aufgestellt. Sie hat in verschiedenen Konflikten gekämpft, angefangen im Ukraine-Krieg bis hin zu den Napoleonischen Kriegen im frühen 19. Jahrhundert. Wie der Name schon sagt, ist die Marineinfanterie für amphibische Kriegsführung vorgesehen. Seit der Invasion der Russen in der Ukraine ist die Brigade von Anfang an dabei und unterstützte oft die 40. Marineinfanteriebrigade, die als kampferprobt und erfahren galt. Doch die Soldaten der 155. Brigade wurden von einem Schicksal getroffen, auf das sie nicht vorbereitet waren. Wie viele Soldaten der russischen Streitkräfte erhielten sie bei Beginn der Invasion kaum an Informationen und hielten es für eine Übung statt für einen Einmarsch. Als sich herausstellte, dass die geplante Spezialoperation deutlich länger dauern würde als erwartet und die Ukraine einen starken Willen zur Verteidigung zeigte, änderte sich auch die Intensität der Gefechte an der Frontlinie. Am 13. März 2022 verlor die 155. Brigade nach Angaben einiger Journalisten im Kampf über 600 Soldaten und die gleiche Anzahl wurde noch einmal verwundet. Bei diesem Ereignis wurde die Brigade erstmals in diesem Krieg bekannt. Nachdem sie so hohe Verluste erlitten hatte, wurde die 155. und 40. Brigade 6 Tage später vom Generalstab nach Belarus verlegt, um die Verluste im Militärbezirk Ost zu ersetzen. Somit wurden die beiden Brigaden von direkten Kampfhandlungen abkommandiert. Anfang April wurde die Brigade in das Gebiet von Iwankiw, das ist nordwestlich von Kiew, verlegt, um das besetzte Gebiet zu schützen. Von dort an endeten die ruhigen Tage der Brigade, denn als die Russen die zuvor besetzten Gebiete in der Nähe von Kiew verließen und die Ukraine sie wieder erobern konnte, wurde die 155. Brigade an die Südfront bei Wuhledar verlegt. Zu diesem Zeitpunkt griffen die Russen von Osten aus an und die 155. versuchte in Unterstützung mit der 40. die Stadt Pawliwka zu erobern. Da beide Brigaden mit mehreren Bataillonen für diesen Angriff benötigt wurden, war klar, dass die Ausbildung und Qualität ihrer Soldaten nicht gut genug sein konnten. Berichten zufolge verfügte der Kommandeur des Angriffs nicht über die richtige Ausrüstung und die Aufklärer erfüllten ihre Aufgabe nicht. Die Artillerie, welche eigentlich unterstützen sollte, war über 500 Meter entfernt und die Panzer der Brigade fuhren planlos durch die Gegend, bis sie auf Minen auffuhren oder bekämpft wurden. Die ukrainischen Verteidiger hatten ein leichtes Spiel dabei, die Angreifer zu bekämpfen, da die Entscheidungen der Kommandeure und der Offiziere von absolut minderer Qualität waren und der Angriff extrem unkoordiniert ablief. Am letzten Tag der 4-Tage-Schlacht wurden über 300 gefallene Soldaten der 155. und schätzungsweise zufolge das Dreifache an Verwundeten gemeldet. Die Soldaten schrieben in einem offenen Brief an Putin die Todeszahlen auf und beschwerten sich über die schlechten Entscheidungen der Vorgesetzten. Hier hörte die 155. für einen Moment de facto das Existieren auf. Danach wurde sie wieder neu aufgebaut, aufgefüllt und versorgt. Kurz darauf tauchten Videos auf, in denen sich die Soldaten der 155. gegen ihre Vorgesetzten stellten, da sie mit der aktuellen Lage unzufrieden sind und sauer sind, verheizt zu werden, während die eigenen Offiziere sie als Schweine bezeichnen. Doch das änderte nichts an der Lage. Die Russen konnten irgendwann in Pawliwka Fuß fassen und griffen daraufhin Wuhledar verstärkt an. Zwischen Wuhledar und Pawliwka liegen Minenfelder, welche die Stadt schützten. Im Hinterland wachen Panzer und Artillerie über das Gebiet, während die Stadt von Infanterie verteidigt wird. Seitdem fanden fast täglich erfolglose Angriffe auf Wuhledar statt. Bei jedem der Angriffe verloren sie so viele Soldaten, dass die Brigade bereits mehrfach neu verstärkt wurde. Anfang 2023 verloren sie bisher mehr als 130 gepanzerte Fahrzeuge und Soldaten in der Stärke einer ganzen Brigade bei der Niederlage bei Wuhledar. Die 155. hatte so hohe Verluste, dass sie laut Angaben des ukrainischen Geheimdienstes sogar mit der 40. zusammengelegt werden würde. Doch seit diesem Bericht hörte man nichts mehr über die Fusionierung. Stattdessen meldeten sich die Soldaten der 136. Motorisierten Schützenbrigade mit ihren Bedenken darüber, dass sie in die 155. Kamikaze-Brigade zur Verstärkung verlegt werden.
63-354 136-й отдельной мотострелковой бригады находятся сейчас под угледаром. Хотим обратить внимание на недостаток боеприпасов. Записываем это обращение заранее, так как именно мы меняем 155-ю бригаду морской пехоты с целью восстановления укомплектованности. Сейчас именно мы будем проводить наступательные действия, и чтобы мы тоже не ушли на доукомплектованность, как называют это командование, нам необходимы снаряды всех калибров для обеспечения нормального огневого контакта. Den umgangssprachlichen Namen Kamikaze-Brigade hat sie von den Soldaten deshalb bekommen, weil die Angriffe meist durch das Minenfeld verliefen und annähernd bis kaum einer zurückkam. Das ursprüngliche Personal, welches seit Beginn der Offensive Teil der Brigade war, soll nur noch wenige Prozent betragen. So wenig, dass eigentlich kaum einer noch seit Anfang an dabei war. Und genau aus diesem Grund hat keiner Lust, wenn er sieht, dass seine 155. Marine-Infanteriebrigade bei Wuhledar verlegt wird.